Perikles' spirituelle Recherche war schon früh geprägt durch unterschiedliche Annäherungen, die sowohl westlicher als auch östlicher Philosophie entspringt. Er beschäftigte sich mit Zen-Buddhismus, mit christlicher Mystik, unter anderem mit Meister Eckhart, mit Theosophie, mit Astrologie, mit chinesischer Medizin. Und ich möchte jetzt zwei Strömungen oder Denkweisen herauspicken, die scheinbar sehr unterschiedlich sind, aber doch zwei so universelle Themen widerspiegeln. Und zwar handelt es sich um die Lehren von Meister Eckhart und der Zen-Philosophie oder dem Zen-Buddhismus. Perikles selber praktizierte ja auch Zen. Und bei Meister Eckhart gibt es diesen Begriff der Abgeschiedenheit. Und die Abgeschiedenheit ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man erst so eine Gottessuche beginnen kann. Und dabei ist auch ganz wichtig, dass man das sich entleert, dass eine Entleerung vom Ego stattfindet, eine Abkehr vom Ego. Und das zeigt sich auch bei Perikles, weil er ja sich nicht als Künstler, als Schöpfergeist verstand, sondern in seiner Kunst ging es eher darum, dass er als Künstler eine Art Medium ist. Und das hat auch damit zu tun, dass man etwas zulässt, dass wenn man das Ego wenn das Ego weg ist, dass man sozusagen leer wird und frei wird für etwas anderes. Und dieses Zulassen ist auch ein Begriff, den man bei Eckhart kennt. Das ist die Gelassenheit oder das Lassen. Und da, wenn man das so weit ist, dass man alles lassen kann, dann findet eben in diesem Seelengrund dann diese Unio Mystica statt. Es ist allerdings so, dass das immer ein Prozess ist. Es ist nicht etwas Abgeschlossenes und es sprengt von daher auch konfessionelle Grenzen. Und es ist kein Wunder, dass Meister Eckhart auch der Häresie angeklagt wurde, weil er sich nicht ganz genau den Dogmen entsprach. Was auch ganz stark bei diesen Begriffen typisch ist, dass bei diesen Begriffen fallen Gegensätze zusammen. Sie lassen sich eigentlich nicht genau definieren. Sie entziehen sich einer genauen Definition. Es sind Begriffe, wo Definitionen versagen oder auch Gewissheiten verloren gehen. Und bei Meister Eckhart gibt es eigentlich auch so ein ähnlicher Begriff und das ist das Leben ohne Warum. Das heißt, was jetzt für uns wie ein Verlust klingt, dass man keinen Grund oder dass etwas grundlos ist, kann eigentlich auch ein Gewinn sein, dieses Grundlose. Das ist auch bei den gewissen Bildern, bestimmten Kunstwerken von Perikles zu sehen. Ich finde das ganz stark bei seinen Tuschzeichnungen, weil diese Tuschzeichnungen auch sehr divers sind. Es gibt solche, die sehr geerdet wirken, einen klaren Strich haben, sehr fast wuchtig daherkommen, ruhig, langsam gemalt. Und andere, die so was Dynamisches, Feuriges haben. Und da sieht man auch diese unterschiedlichen Elemente oder diese Wandlungen gut widerspiegelt. Es könnten Schriftzeichen sein, zum Beispiel chinesische Schriftzeichen oder Zeichen einer Geheimsprache. Zugleich sind sie sehr abstrakt und erinnern an zeitgenössische Malerei. Und genau in dieser Unbestimmtheit, in der Schwebe bleiben von Sinn, von Klarheit, sehe ich auch eine Chance für heute. Und es kann auch sein, dass durchaus in dieser schwierigen Zeit der Unbestimmtheit das ein Gewinn sein kann, dass man diese Kraft aus dieser Universalität von Perikles Arbeit schöpfen kann.